jetzt geht es ja darum zu gucken, wie ist der Motor auf die Welle ausgerichtet, auf den C-Drive. Und deswegen ist das nicht ganz so banal, als wenn ich einfach nur einen Motor hätte mit 4 Füßen. Da ist es einfach. Sondern ich muss da eben immer genau überlegen, wenn ich jetzt hinten hochdrehe, dann geht der vorne runter, was passiert dann eigentlich? Das hier ist Teil 4 der Miniserie über den Aus- und Einbau des Motors. Heute geht es ganz konkret darum, den Motor neu auszurichten auf die Welle. Das Video ist vor allem für Bastler gedacht, für Amel-Eigner, weil es sich halt typisch um eine Amel handelt. Aber ich denke, auch wenn du das erste Mal einen Motor auf eine Welle ausrichten möchtest, bist du hier gut aufgehoben. Hi, ich bin Christoph, der Bootsschrauber, und das hier ist Hafenkino Technik. Zusammen mit meiner Freundin Marion segel ich seit 4 Jahren über die Meere, aktuell im Mittelmeer, und darüber berichten wir auf hafenkino.blog, wöchentlich per Video. Schau da bitte gerne auch mal rein. Hier ist aber Hafenkino Technik, hier geht es nur um Wartung und um Reparaturen. Das hier ist mein 3. Boot und man könnte auch sagen, seit 7 Jahren schraube ich mit von Hafen zur Ankerbucht. Alles, was du hier siehst, habe ich mir selbst angeeignet. Es kann also auch falsch sein. Es geht um den Aus- und Wiedereinbau des Motors und heute ganz konkret um das Ausrichten und was es dabei zu beachten gibt. Gerade in den Amel-Foren ranken sich darum viele Mythen, dass man hochspezialisierte Mechaniker braucht, die das schon mal gemacht haben, die eine Amel kennen müssen. Es ist sicherlich nicht schlecht, wenn man es auf einer Amel schon mal gemacht hat, weil wir hier nicht 4 Vibrationsdämpfer haben, sondern 6, die sich gegenseitig bedingen. Aber ich führe dich durch diesen Prozess durch. Ich habe insgesamt über 4 Tage gebraucht, um zu verstehen, wie es funktioniert, und habe danach aber eine perfekte Ausrichtung gefunden. Also schau dir das gerne an, sag mir auch dazu, was du davon hältst, und ich würde sagen, lass uns anfangen. Der Motor ist neu lackiert und hat ein neues Auspuffknie und auch neue Trittplatten bekommen. Ich finde, er sieht richtig gut aus, also kein Vergleich mit dem rostigen Ding von vorher. Beim Ausheben hatten wir einen Seilzug, der nur für 150 Kilogramm zugelassen war. Das war keine gute Idee. Es ist zum Glück gut gegangen, aber hier wollten wir es besser machen. Deswegen habe ich mir für das Einheben vom lokalen Mechaniker einen richtigen Kettenzug ausgeliehen. Damit geht das wirklich sehr einfach und vor allem millimetergenau und ohne Anstrengung. Die Dinger bekommt man für wenig Euro im Internet. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sind wieder im Motorraum. Wir haben ja gemeinsam den Motor runtergelassen, Marion und ich. Das ging ja super. Und ich habe jetzt den Kettenzug nochmal umgehängt, sodass ich ihn von hier unten bedienen kann. Habe ihn auch in der Lage nochmal so eingestellt, dass der Motor nicht viel hin und her schwingt, sondern ziemlich zentriert runterkommt. Habe ihn jetzt mit den Bolzen mal eingesetzt, ohne die Bolzen festzuziehen. Die hier. Weil jetzt geht es ja darum zu gucken, wie ist der Motor auf die Welle ausgerichtet, auf den C-Drive. Und um das zu tun, darf der Motor natürlich noch nicht fest sein, weil er hat ein bisschen Spiel in den Löchern, kann ein bisschen hin und her gehen. Und ich kann sowohl den C-Drive leicht in der Höhe anpassen und ich kann den Motor leicht in der Höhe anpassen. Anstelle dieses Ausrichtungstools, also dieser weißen Kunststoffhülse, ist normalerweise die Wellenkupplung und die Riemenscheibe für den Wellengenerator eingebaut. Damit wäre ein Ausrichten des Motors auf den C-Drive nicht möglich. Wir sind jetzt am Startpunkt, ne? Also ich habe noch überhaupt nichts eingestellt. Und man sieht, es geht nicht leicht rein, sondern mit ein bisschen Druck. Und das liegt daran, das könnt ihr jetzt nicht sehen, dass der C-Drive liegt ein bisschen zu niedrig, beziehungsweise der Motor ein bisschen zu hoch. Der C-Drive hat da unten ein Gummirohr. Hier unten kann man es ein bisschen besser sehen. Da drin läuft das Getriebe am Kiel entlang nach unten in einem Gehäuse, wird dann nochmal umgelenkt. Da werde ich die Schellen gleich noch lösen, damit der C-Drive ganz frei ist. Der C-Drive soll in seiner freien Ruhestellung sein und dann sollen die Vibrationsdämpfer vom C-Drive, die beiden sind das, die sollen dann ganz leicht angezogen werden, dass der C-Drive sich darauf absetzt, auf den Vibrationsdämpfern und nicht mehr sozusagen in seinem Gehäuse absetzt. Und dann ist der nächste Schritt, mit den Motor
Vibrationsdämpfern rauf, runter, so zu spielen, dass das dann passt. So, und daran mache ich mich jetzt. Was man vielleicht auf den Videos nicht so ganz gut erkennen konnte, was mache ich denn eigentlich hier beim Ausrichten? Und das will ich euch einmal kurz zeigen. Ich habe hier einfach nur ein Blatt Papier. Man kann natürlich auch eine Fühlerleere nehmen mit einem sehr dünnen Metallblättchen. Ich möchte eine einheitliche Distanz messen zwischen den zwei Flächen, die aufeinander liegen. Und zwischen diesen beiden will ich praktisch, dass rundum der gleichmäßige Abstand herrscht. Und wenn ich jetzt hier versuche, das Papier reinzustecken, dann gelingt mir das nicht. Wenn ich versuche, das von hier unten einzufädeln, dann sehe ich, ich komme rein. Wenn ich das jetzt unten rum schiebe, dann sehe ich, hier unten geht es auch. Und drüben geht es auch wieder hoch, aber nur bis zu diesem Punkt. Das heißt im Prinzip, dass diese zwei Flächen so gegeneinander gehen. Und wenn das hier der C-Drive wäre, dann macht der Motor im Moment noch so. Also er schnabelt unten auf. Das heißt, ich muss den Motor dazu bringen, dass er hinten runter geht. Und das wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, ich schraube hier an dem hinteren Auflager einfach ein Stück nach unten. Aber leider ist es nicht ganz so einfach, denn hier um diesen Punkt herum kippt das Ganze. Das heißt, wenn ich hinten runter gehe, dann kippe ich hinten hoch. Und dann schiebe ich auch den C-Drive wieder nach oben, wenn ich hier diesen Abstand nicht reduziere. Und deswegen ist das nicht ganz so banal, als wenn ich einfach nur einen Motor hätte mit 4 Füßen. Da ist es einfach. Sondern ich muss da eben immer genau überlegen, wenn ich jetzt hinten hochdrehe, dann geht der vorne runter, was passiert dann eigentlich? Oder ich probiere es aus. Für das Einstellen des Motors auf den C-Drive hatte ich ungefähr 2 Tage einkalkuliert, weil ich es noch nie gemacht hatte. Und ich stelle aber fest, man braucht deutlich länger. Es gibt hier ein paar Spezialthemen und die bedingen sich gegenseitig. Und dann gibt es hier vorne die Vibrationsdämpfer. Wir haben vordere Vibrationsdämpfer, hintere Vibrationsdämpfer, die jetzt erstmal den Rahmen erlauben einzustellen. Und dann haben wir aber hier noch den C-Drive, der noch eigene Vibrationsdämpfer hat. Den Motor selber kann man kaum einstellen, maximal hier um das Schraubenspiel herum. Und man sieht hier schon, die steht schon auf. Die würde ich jetzt mit Hammerschlägen zwar reinbekommen, aber die hat schon ein bisschen Druck. Ich hoffe, es hat dir bisher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. Ich glaube, man sollte sich Folgendes festlegen, dass man erstens die Vibrationsdämpfer ganz grob auf das Maß einstellt, was die alten Vibrationsdämpfer hatten. Und ich glaube, dass der obere Überstand, dass das Maßgebliche ist. Beziehungsweise von der Schraube, die hier unten sitzt, bis zur Oberkante Gewinde. Da sollte man die 4 Füße erstmal grob einstellen, montieren und den Rahmen auflegen. Das ist der erste Schritt. Dann kann man die vorderen Vibrationsdämpfer von dem C-Drive einstellen, grob festziehen und die Traverse auflegen. Was allerdings dann wegbleiben muss, ist die hintere Traverse, die hier vom Rahmen, denn unglücklicherweise ist diese Schraube hier, die Kontermutter, hier drunter und ich komme hier von innen nicht ran, da ist es zu eng. Da ist hier unten auch ein Blech, wo ich nicht dran vorbeikomme, das heißt, ich muss von hinten mit dem Schraubenschlüssel dran. Bei der ganzen Einstellerei ist es wichtig zu beachten, dass der C-Drive-Kopf wenig Druck bekommen sollte. Der sollte eigentlich keinen Stress bekommen, der sollte nicht gezwungen werden. Und für mich hat sich jetzt als beste Herangehensweise herausgestellt, den C-Drive-Kopf so weit zu entspannen, dass er nicht auf seinen Vibrationsdämpfern aufliegt. Hier habe ich sie jetzt schon mal festgezogen, weil ich wissen wollte, wie dann das Spiel ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich die immer entspannt lasse. Dann stelle ich am Rahmen an den Vibrationsdämpfern ein. Dann setze ich das wieder leicht auf Spannung. Und leicht auf Spannung heißt von Hand drehen, bis es fest ist und dann 180 Grad. Das ist jedenfalls so, wie ich es gemacht habe. Und zwar vorne und hinten. Dann kann ich nämlich beurteilen, wie der C-Drive-Kopf
zum Getriebeflansch steht. Wenn ich dann wieder am Rahmen nach rauf und runter drehen möchte, entspanne ich zuerst wieder diese beiden, stelle dann den Rahmen ein und setze dann wieder die 2 unter Spannung. Das hat nämlich folgenden Grund. Wenn ich die hinteren Vibrationsdämpfer runterdrehe, dann kippt der Rahmen um diesen Punkt. Das heißt, er kippt hoch und gibt hier wieder Druck drauf. Damit verstellt sich das wieder. Erst als ich das verstanden hatte, ging es leichter einzustellen. Ich bin jetzt relativ weit gekommen in den letzten 4 Tagen. Und das ist jetzt im Moment das Ergebnis. Ich zeige euch das mal. Ich kann es hier jetzt rausziehen. Also wie gesagt, hier auf dem C-Drive-Kopf ist vorne und hinten handwarm festgedreht und dann 180 Grad angezogen. Weil der C-Drive-Kopf soll einen Großteil seines Gewichtes selber über die Vibrationsdämpfer abtragen oder einen Teil. Er soll aber auch nicht viel Druck bekommen. Das vorausgeschickt. Hier haben wir das Alignment-Tool. Und wenn ich hier so ranfahre, dann sieht man, das passt schon relativ gut. Ich kann es aber reinschieben. So. Und wenn ich das reinschiebe, dann habe ich hier vorne noch eine Klaffung. Und zwar nur hier vorne, also zwischen 12 und 6 Uhr habe ich eine Klaffung und das sind im Moment noch 0,4 mm und zwar ganz locker geht das rein. Das heißt, der Motor muss so noch ein Stück rüber, also in diese Richtung, und hier komme ich schon mal nicht weiter, der steht hinten schon mal an. Und ich werde jetzt Folgendes versuchen, ich werde diesen Bolzen und den auf der anderen Seite den hinteren Bolzen drin lassen, werde die vorderen beiden Bolzen entfernen und werde dann versuchen, den Motor rüber zu schieben, um dann festzustellen, dreht das sich hier hinten um die Schrauben rum, weil hier hinten komme ich schlecht ran, um diese Schrauben, um die Löcher aufzuweiten. Wenn ich aber hier so weit hinkomme, dass was passt, dann würde ich hier diese Löcher aufweiten, weil hier und an den gegenüberliegenden Fuß komme ich relativ gut ran. Und wenn das nicht gehen sollte, dann würde das bedeuten, dass ich den Rahmen verschieben muss. Und das möchte ich aber nicht, weil das wird eine Schätzerei. Dann habe ich keinen Anhaltspunkt mehr. Hier kann ich mir Markierungen setzen und kann gucken, wie weit ich den Motor rüberschieben muss. Also man sieht, das ist eine Sache, wo man sich viel Zeit lassen muss, wo man auch immer viel überlegen muss. Ich habe jetzt auch gestern zum Beispiel überhaupt gar keine Kamera mitlaufen lassen, weil ich sowieso den ganzen Tag nur so rum da gesessen und hätte nur wenig geschraubt, weil es gibt einfach viel zu überlegen. Was ich jetzt tue als allererstes, man sieht hier, der C-Drive-Kopf hat hier schon Druck, das heißt, ich werde die nochmal lösen. Ich habe hier die Möglichkeit nochmal zu spielen. Wenn ich den hier rüber schiebe, dann wandert der Dorn in diese Richtung, dann hat er auch keinen Druck mehr und dann will ich sehen, ob sich das nochmal verändert. Wenn das nicht der Fall ist, ziehe ich die fest, setze die Traverse ein und messe dann nochmal, weil ich auch festgestellt habe, wenn man die Traverse einsetzt und wenn man hier endgültig festzieht, also hier oben noch nicht, aber hier vorne festzieht, dann verändert sich das Gesamtsystem nochmal leicht. Und die Schwierigkeit ist eben, dass alles auf Gummipuffern sitzt. Und deswegen bekommt man sowieso keine 100%ige Ausrichtung hin. Aber ich will mich trotzdem so nah wie möglich nähern, weil es einfach extrem wichtig ist, dass der Motor auf die Welle vom C-Drive korrekt ausgerichtet ist. Bevor ich hier angefangen hatte, den Motor überhaupt auszubauen und mir darüber Gedanken zu machen, ob ich das selber machen will mit dem Ausbauen, den Rahmen instand setzen, einbauen und den Motor auf die Welle ausrichten, hatte ich meinen Freund gefragt, der Automechaniker ist, ob er mir das zutraut. Und ob ich das selber machen sollte oder lieber vergeben soll. Und er hat gemeint, naja, wenn du es selber machst, dann weißt du, mehr geht nicht. Du hast es so gut wie möglich gemacht. Auch wenn du Laie bist, aber du hast es bestimmt sorgfältig gemacht. Und ja, jetzt sind, glaube ich, 3 oder 4 Tage rum mit dem Ausrichten und das ist das Ergebnis. Also das hier ist ja das Alignment-Tool und man sieht, man kann es einfahren und es schnabelt hier nichts mehr auf, keine Klaffung. Der Überstand hier hinten ist derselbe wie hier vorne oder hier unten.
Und wenn ich die Finger drauf halte, also auf beide und drehe, dann merke ich auch keinen Versatz mehr. Oder sagen wir mal so einen minimalen Versatz. Das ist circa noch 1/10. Ich habe das gemessen mit der Fühlerlehre und ja, also besser geht es wirklich nicht. Die Schwierigkeit daran ist, dadurch, dass das alles gummigelagert ist, jedes Mal, wenn du irgendwas festziehst, verzieht sich wieder alles. Und ich habe da so oft die Sachen festgeknallt und dann festgestellt, oh, hat sich verzogen. Also habe ich es wieder aufgedreht. Teilweise bin ich dazu übergegangen. Bei dem hier zum Beispiel, der hat den runtergedrückt, warum auch immer, dass ich ihn bis zu einer bestimmten Festigkeit angezogen habe und dann von unten festgezogen habe. Das heißt, ich habe ihn praktisch wieder leicht angehoben. Aber das war auch eine ganz gute Idee. So, also, wir haben den Motor mehrfach ein bisschen angehoben, um ihn auch seitlich so hinzuruckeln, dass ich seitlich keine Klaffung mehr habe. Jetzt ist es aber so, dass diese Schraube nicht mehr reingeht. Wir haben auch gemerkt, dass eigentlich schon ja fast also jedes Mal, wenn du es anhebst und wieder absenkst, landet der an einer anderen Stelle. Also auch wenn du es nur so weit anhebst, dass er keinen Druck mehr hat, dass du ihn gerade so eben schieben kannst, selbst dann landet er irgendwo anders. Das heißt, ich habe mir jetzt, und das bedeutet, wir müssen ja den Motor nochmal rausnehmen und wieder einsetzen, nämlich dann, wenn die Wellenkupplung da ist. Die ist im Moment noch nicht da. Die kann ich so aber nicht einsetzen und ich kann das hier auch nicht abziehen. Das heißt, der Motor muss noch mal ein Stück angehoben werden, dann ziehe ich das ab, dann kommt die Wellenkupplung drauf, die Riemenscheibe vom Wellengenerator kommt wieder drauf und dann wird das miteinander verbunden. Das heißt aber, in dem Moment muss ich den Motor noch mal raustun aus dem Boot. Jetzt steht er richtig, jetzt ist er ausgerichtet und jetzt hatte ich mir überlegt, wie mache ich denn das, dass der wieder genau an derselben Stelle landet oder zumindest, naja, so gut wie möglich, sagen wir mal. Wir haben hier runde Füße und ich habe erst versucht, das praktisch mit dem Stift zu markieren. Selbst wenn du es mit dem Stift markierst, du landest nicht mehr an derselben Stelle. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir solche ganz normalen Stuhlwinkel besorgt und habe mir die zugeschnitten. Und das heißt, ich baue einen Anschlag. Das heißt, ich baue jetzt einen Anschlag, dass der Motor, wenn ich ihn so einfahre, einen definierten Ort hat. Und dann muss er im Prinzip auch, ich sag mal, auf einen Zehntelmillimeter genau wieder an der Stelle landen. Und das wollte ich ebenso machen, damit ich mir jetzt nicht die mühsame Einstellarbeit, die ich gemacht habe, durchs Raus- und Reinheben wieder kaputt mache. Ich bin Laie. Ich habe 4 Tage jetzt gebraucht fürs Ausrichten. Ein Profi ist da bestimmt schneller, aber der wird auch damit zu kämpfen haben, dass das alles Gummi ist und sich auch verzieht, sobald man irgendwas festdreht. Und das ist ja, hängt ja auch alles miteinander zusammen, baut alles aufeinander auf. Und man hätte sich auch sehr tief eindenken müssen, wie ist was, wie funktioniert was. Der C-Drive darf nicht zu hoch gedrückt werden, der soll eigentlich gar keinen Druck haben und nur minimal unterstützt sein. Und ich sehe ja, wie die Mechaniker hier unter Druck sind und wenig Zeit haben. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Mechaniker an einem früheren Punkt sagt, das reicht jetzt. Und deswegen bin ich froh, dass ich es selber gemacht habe, auch wenn es jetzt echt ewig gedauert hat und ich ganz schön am Fluchen war. Aber ich weiß jetzt, es geht nicht besser. Ich habe alles versucht, es geht nicht besser. Ich mache das Handy erstmal aus.
Gut, dann lass mal langsam ab, bitte. So langsam okay? Ja, perfekt. Motor ist wieder drin, Wellenkupplung ist eingebaut, die Motorfüße sind festgezogen und ich bin froh, dass ich mir diese ganzen Markierungen gemacht habe, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht an dieselbe Stelle bekommen und auch diese Anschläge waren ganz gut, dass ich die gebaut habe. Das hier war Teil 4 der Miniserie über den Aus- und Einbau des Motors an Bord einer Amel Santorin. Heute ging es ja um das Ausrichten des Motors auf die Welle und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn es so ist, dann hinterlass mir bitte vor allem einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Das ist mir sehr wichtig und schön, dass du bis hierher dabei warst. Das nächste Mal geht es weiter mit einem neuen Technikvideo und wenn du so lange nicht warten willst, du kannst hier zum Beispiel in Technik Video 1 reinspringen, wo ich den Motor anfange abzuklemmen und vorzubereiten auf diesen ganzen Prozess. Und schön, dass du bis hierher dabei warst, dein Christoph.